Hier in dieser malerischen Straße, Umgebung direkt am Wannsee, fand am 20. Februar 1942 die sogenannte Wannsee-Konferenz statt. Es wurden 15 Regierungsmitglieder aus der zweiten Reihe, aus der sogenannten Arbeitsebene, aus allen beteiligten Reichsministerien hierher eingeladen zu einer Konferenz mit anschließendem Frühstück, um die Endlösung der Judenfrage vorzubereiten. Sie sind ja selbst beschaffen jetzt als Teileinsteiger oder Selbsteinsteiger. Ach, November. Aber ich hab's schon. Ja, einige sind bei Argumenten dann auch schnell eingeschlagen. Ich werde erstmal eine kleine Einführung geben über die Geschichte des Ortes, die Geschichte der Gedenkstätte an sich. Bevor dieses Gesetz überhaupt erlassen wurde, treiben SA-Mitglieder, also man kann es schon so Hetzjagden nennen, Paare durch Straßen, durch die Kleinstädten, in denen eben ein Partner jüdisch und einer nicht jüdisch ist. Das sieht man in mehreren Kleinstädten in ganz Deutschland. In der Stadt Norden zum Beispiel entstehen da mehrere Fotos von, und von diesem Ereignis werden sogar Postkarten verkauft. Reinhard Heinrich, ne, der Chef der SD, der Chef der Stiftung Nordhaff, der quasi Chef dieses Hauses war, der lädt aber nicht zu einer Wannsee-Konferenz ein, sondern zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück. Dass das Protokoll gefunden wurde, das ist eher Zufall gewesen. Ja, also das Protokoll, das überliefert wurde, das ist das Protokoll von Martin Luther, der Mann aus dem Auswärtigen Amt. Die wurden von Truppen der Alliierten gefunden, die halt eben auch nach belastbarem Material gesucht haben. Evakuierung zum Beispiel. Ja, womit verbinden Sie das Wort? Wahrscheinlich eher etwas retten, etwas in Sicherheit bringen. Und hier ist natürlich Deportation gemeint. Sie werden in diesem Protokoll das Wort Deportation nicht finden. Die drei Religionen haben ja gemeinsame Wurzeln. Ja. Wenn Sie den Islam nehmen, wenn Sie das Christentum nehmen und das Judentum und wenn Sie dann auf die ursprünglichen Geschichten, auch auf die regionalen Ursprünge rekapitulieren, dann kommen Sie immer zu einer grundsätzlich regional gleichen Abstammung. Kurzen, knappen Texten, alles schon beschrieben, wie das so losging, von wann bis wann bis zum Ende. Wir fahren jetzt Richtung S-Bahnhof Grunewald. Dort gibt es die Rampe 17, wie sie genannt wurde oder hieß. Von dort wurden Deportationszüge von Berlin aus zu den Konzentrationslagern im Osten geschickt. Das heißt, wir sehen hier praktisch den Beginn dieser Fahrt, den die deportierten Menschen selber noch bezahlen mussten. Schauen Sie mal, durch was für Gebiet wir hier fahren. Das ist ja nicht so, dass dieser Bahnhof Grunewald mitten irgendwo auf dem Feld war und überhaupt keine Bebauung drumherum ist. Wenn Sie sich mal die Häuser hier anschauen, die sind alle aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man fuhr also mit den LKW, mit den Menschen drauf oder Bussen, fuhr man mitten durch bewohntes Gebiet zu einem Bahnhof, der auch mitten in der Stadt lag. Und vergleichen Sie mal das, was wir alle gelesen haben, wenn wir uns mit dieser Zeit oder der Beschäftigung mit dieser Zeit auseinandergesetzt haben, dann hieß es immer ganz viel nach dem Krieg, das haben wir alles gar nicht mitbekommen.
השמדה. Ja, wir stehen hier an einem der bedeutendsten Gleise, von wo aus die Deportationen zwischen Oktober 41 und Februar 45 stattgefunden haben. Hier ist eine Gedenktafel, wo man das nochmal sehen kann. Sie sehen auch ganz viele Steine hier oben. Steine, bei uns ist es nicht üblich, Blumen auf Gräber zu bringen, sondern bei uns ist es üblich, einen Stein, der bis in die Ewigkeit hält, ja, zum Gedenken abzulegen. Es gibt eine Zeit für alles unter der Sonne. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunden. Es gibt eine Zeit, geboren zu werden und eine Zeit zu sterben. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Eine Zeit zu tanzen und eine Zeit zu trauern. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Eine Zeit zu suchen und eine Zeit des Verlusts. Klagen hat seine Zeit und sich freuen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Eine Zeit zu vergessen und eine Zeit, sich zu erinnern. Ich selber war noch nicht vor Ort. Ich finde es sehr interessant, also auch generell geschichtlich gesehen ein spannendes Thema. Nicht der schönste Aspekt unserer Geschichte, bei weitem nicht, aber trotzdem etwas, was man dementsprechend gerade deswegen auch nicht vernachlässigen sollte. Also es ist nicht jedes Jahr, dass man sagt, dass so eine Reise stattfindet, weil es einfach ein riesen Aufwand ist, sowas zu planen. Politische Bildung allgemein findet öfter statt. Natürlich auch der Austausch mit den anderen Kameraden, gerade bei uns im Landeskommando, was es ja noch nicht so ewig gibt. Das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, sich mal in einem anderen Rahmen mit den Kameraden auseinanderzusetzen oder halt auch mal ins Gespräch zu kommen. Die kommt wieder hoch, die Kameradschaft, man hat nette Gespräche, man lacht zusammen, man hat auch ernste Gespräche. Meine Motivation für diese Fahrt ist ganz klar, dass man sich bewusst wird, was damals passiert ist und dass das nie wieder passieren darf. Die Durchführung einer politischen Weiterbildung, nicht nur hier zum Thema Judentum in Deutschland, Geschichte, Leben, Vergangenheit und Zukunft, sondern auch dort, wo die Vergangenheit eine große Rolle spielt, nämlich in Auschwitz und Birkenau, ist mir und war mir ein sehr persönliches Anliegen. Zum einen, weil die Begegnung mit Geschichte hier in Berlin ein Tagesgeschäft ist. Man wird täglich damit konfrontiert, schon beim Einkaufen, beim Gehen über Stolpersteine oder beim Stolpern über Stolpersteine. Und so war es mir ein Anliegen, sich dieser Auseinandersetzung mit tragischer Geschichte zu stellen und dienstgradübergreifend mit allen Angehörigen, egal aus welcher Laufbahn oder aus welchem Hintergrund sie kommen, nach Auschwitz zu fahren, um dort im Team zusammen sich dieser Aufgabe zu stellen. Wir haben Unterstützung bekommen durch die jüdische Gemeinde hier in Berlin, die uns mit vorbereitet hat auf diese Herausforderungen, denn das ist ja nichts, was man so einfach mal so macht. Und das hat funktioniert. Wir haben es zweimal gemacht, weil wir mit um die 150 Angehörigen dieses Kommandos nicht in einem Rutsch dorthin fahren können. Und so haben wir das zweimal gemacht, 2 Teams zusammengestellt und zweimal, glaube ich, mit Erfolg und mit der gehörigen Portion Nachdenklichkeit uns diese Aufgabe gestellt. An so einer Reise darf man teilnehmen, da muss man nicht teilnehmen, es ist wünschenswert,
aber politische Bildung geht jeden Soldaten an. Es ist immer wichtig, politische Bildung zu betreiben und dementsprechend kann es auch öfter stattfinden, aber der Auftrag geht natürlich vor. So wie der Oberst gesagt hat jeder seinen Ausweisband. Wir befinden uns am Rande von Oberschlesien. Oberschlesien, das zweite Industriegebiet des Dritten Reiches. Und anstatt die neuen Gefängnisse hat die Breslau-Administration entschieden, hier ein Lager zu gründen. Und ihre Wahl fiel auf dieses Gelände, weil die Gebäude standen da. Hier war eine Kaserne der polnischen Armee organisiert. Das war das Konzentrationslager und unter allen Konzentrationslagern das größte. Nebenlager dieses Lagerkomplexes. Ja, imstande sind so zu arbeiten. Weil Sie hat gesagt, dass das den Effekt des Lagers, die anderen noch weniger. Ja, gefunden und dann nach Polen extradiert und dann wurde nach einjährigem Prozess für den Prozess irgendwie empfinden sollte. Und ja, seine Methode war fast aus England, 13. Jahrhundert, aus Frankreich, 14. Jahrhundert. Das Buch ist vor allem kopiert mit der natürlichen. Da können wir uns vorstellen, wie viele Personen hinter diesem Haufen der Brille versteckt bleiben. Also wusste ich, dass diese Extermination so großen Umfang hat. Also über Polen und hatte das nicht sonderlich sehen hier also die Zeichnung eines Überlebenden, der als Leichenfänger arbeitete. deinen Namen, den Gott ihm gegeben, den Vater und Mutter ihm gaben. Jeder
seine Feinde ihm geben und den seine Liebe ihm gibt. Lechol ish yeshem, lechol ish yeshem. Und dann werden wir mit dem Bus verlegen in das Vernichtungslager Birkenau. Nach dem Gespräch mit dem Lagerkommandanten hat er entschieden, das Lager zu erweitern. Mir hat Befehl, diese 8 umliegenden Dörfer niederzureißen. Und aus dem erworbenen Material, nach dem Niederreißen dieser Dörfer, haben sie diese Baracken gebaut. 45 Baracken, das ist nicht allzu viel. Polnische Dörfer, damals noch zum Teil aus Holz gebaut, mussten noch etwas Material sogar zu kaufen, um diese Baracken zu Ende zu bringen. Es gab natürlich kein Papier, ich sage nicht Toilettenpapier, kein Papier, und es gab sogar kein Gras, um die Hände hypokritisch, deshalb also die Weigerte sind also das wieder so. Offiziell sollten 5 Personen auf einem Bett schlafen, auf einer Matratze aus Papier, also auch Hören oder Lesen. Baracken wurden nicht beheizt. Dort gab es den Eingang in die Entkleidungskammer. Also jetzt werden wir diese Ruinen analysieren. Die Krematoren waren identisch, nach dem gleichen Modell gebaut. 1000 Personen, die im gleichen Transporter waren größer, von 3000 bis 6000 Personen. Aber die Deutschen versuchen ja 1000, die wurden ja auf der Wand. Ich habe gelernt, dass Menschen schreckliche Taten begehen können und dass wir letzten Endes diese Geschichte aufarbeiten müssen und uns immer bewusst sein müssen, was damals passiert ist und uns auch bewusst sein müssen, dass es wieder passieren kann. Also es war jetzt nicht, dass es Sachen waren, die mir gänzlich unbekannt waren, aber in dem Detailgrad und auch, ich sag mal, so plastisch, dass man die Dinge tatsächlich mal sich vorstellen konnte, hat es doch eine andere Durchschlagskraft und eine andere Wirkung auf einen, als wenn man es einfach nur theoretisch in irgendwelchen Büchern sieht oder hört. Von daher ja, erschreckend, dass sowas überhaupt passieren konnte, dass sowas möglich ist und auch lässt einen irgendwie auch ein bisschen sprachlos sein. Besonders angesprochen hat mich der Teil, als wir in dem Lager Birkenau, also das, was hinter mir ist, in dem wir das abgegangen sind und speziell diese Örtlichkeiten wie die Rampe bestritten haben
und auch an den Eisenbahnlinien lang gegangen sind. Da, wo tausende Menschen vor uns standen, wo tausende Menschen den Weg in die Gaskammern gegangen sind, das war besonders schrecklich sogar, diesen Weg auch lang zu gehen. Es gibt gewisse Bereiche, wo ich mir versucht habe, selber vorzustellen, wie ich selber reagieren würde oder reagiert hätte. Gerade in dem Bereich mit den Kindern, wenn die Kinder dann weggerissen sind, sehr schwer als Familienvater. Ich glaube, jeder weiß, dass es halt auch Menschen gut und böse sind oder wie man es definieren möchte. Aber dass es solche Sachen oder diese Art, dieses Ausmaß, dieses strategischen, dieses Überlegens, allein wenn man sich mal vorstellt, die ganze Logistik, was dahinter steckt, alles, dieses Gesamtkonzept, ist das sehr erschreckend. Und auch, was die Leute dazu veranlasst hat, da mitzumachen. Die Koffer, das war so ein Moment, diese beschrifteten Koffer mit den Namen drauf, die Schuhe, auch diese Kinderschuhe, dieses Buch mit den Namen, einfach diese Dimension dieses Buches. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein Buch gesehen, aber ich habe noch nie ein Buch in diesem Ausmaß gesehen. Und das machte einem, glaube ich, dann schon nochmal anders bewusst, um was für Größenordnung es hier geht. Auch wie erhalten dieses Lager teilweise noch ist und speziell auch, was ich tatsächlich auch so in dem Sinne nicht so detailliert wusste, wie viele, ich sag mal, der Wärter, der SS-Leute entsprechend auch gar nicht dafür belangt wurden oder mit was für Strafen eigentlich nur für diese Vergehen. Das ist doch sehr erschütternd. Wir als Deutsche müssen letzten Endes wissen, dass das unsere Landsleute hier begangen haben, diese Taten. Und dementsprechend sind wir in einer ganz besonderen Verantwortung auch meine Generation. Was habe ich heute gelernt? Dass wir eine sehr schlimme Vergangenheit haben, definitiv. Gelernt auch, dass man sich mehr mit der Vergangenheit auseinandersetzen sollte. Nicht nur von den Büchern her und irgendwelche Filme sich angucken sollte, sondern wirklich mal die Gedenkstätten, die wir noch haben, die wenige, die wir noch haben, auch mal aufsuchen sollte. Am meisten angesprochen hat mich das Konzentrationslager in Auschwitz. Alleine dieser Spruch über diesen Tor, dieses mal persönlich zu sehen auch, und dieses erste Gefühl, dieser erste Eindruck, was die Menschen damals gedacht haben müssen, schwer vorzustellen. Es fällt mir schwer, trotz dieser Landschaft hier, mir das so überhaupt vorzustellen. Die Haare, die Schuhe, diese Kinderkleidung alleine, das war unvorstellbar, wenn man es nicht selber live persönlich gesehen hat. Das war so der Teil, wo ich sage, wow. Es gab ja auch einige, zumindest Lichtblicke. Und einer dieser Lichtblicke ist in Krakau selber und ist Szenerie gewesen von einem weltberühmten Film, nämlich Schindlers Liste. Dieses Werk, in dem Schindler Werksleiter war, Chef war, ist am Rand des ehemaligen jüdischen Viertels in Krakau. Auch das ist hier in der Nähe gewesen, wenn wir schon immer von der Industrie sprechen, wo die hier Inhaftierten arbeiten mussten, schuften mussten. Herr Schindler war einer derjenigen, der seine Möglichkeiten genutzt hatte, dass diese Menschen überleben konnten. Ich glaube, das war unsere erste politische Bildung, in dem Sinne, die mal wirklich länger und halt auch mit dem Teilnehmerkreis in der Form. Und es ist immer was anderes, die Leute noch mal ein bisschen auf einer anderen Art kennenzulernen, mal ohne Uniform an und auch mal ein bisschen privater, mal auf andere Themen als immer die dienstlichen Themen zu gehen. Und sowas ist immer förderlich auch für die Zusammenarbeit später, wenn man wieder im Dienstbetrieb ist, weil man einfach auch ein bisschen entspannter miteinander umgehen kann und die Leute auch besser einschätzen kann in verschiedenen Situationen. Das ist, glaube ich, immer so ein Keypoint, was das angeht. Das Landskommando ist ja so unglaublich bunt. Ja. Man kennt vielleicht mal jeden irgendwie vom Sehen her, aber letzten Endes so innig zusammen kommt man ja selten. Ja. Und vor allem, wenn man diesen historischen Kontext dann auch noch verknüpfen kann und das kritisch beleuchtet und letzten Endes dann auch sein eigenes Wertekonstrukt dadurch nochmal verbessert, ist das auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja, Landeskommando ist wirklich ein bunter Haufen, kann man eigentlich schon sagen. Ja. Viele kennen sich ja auch aus diesen Kommando-TA-Zeiten einfach noch. Wir wurden ja wirklich rübergeschoben. Dadurch ist es auch gerade für die Neuen dazu versetzt. Wir haben ja wirklich einige Kameraden, die nicht im Kommando-TA waren, die mit dazugekommen sind. Und ich denke mal, für die war es eine schöne Möglichkeit, mit aufgenommen zu werden, mit reinzukommen.